Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Vielen lieben Dank, liebe Community. Ich freue mich sehr über jedes Like, ich freue mich sehr über jeden Kommentar, weil ihr mich damit wirklich unterstützt und ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Während ich euch das erzählt habe, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass auf meinem Arbeitstisch eine bereits bemalte Leinwand liegt. Sie ist natürlich quadratisch, wie 90% der Leinwände, die ich bemale. Und ich habe mir eine Schüssel genommen und dort blauen Glitter eingefüllt. Den habe ich ganz einfach im Dekoladen gekauft. Zu diesem blauen Glitter habe ich ein Multi-Effekt-Medium von Bösner gegeben. Ich erwähne das einfach für die Leute, die das gerne auch ausprobieren wollen. Und dann dazu einen normalen Acrylbinder. Weil mir das mit dem holographischen Glitter, welches ich neulich benutzt habe, gut gefallen hat, gebe ich auch davon ein bisschen in die Schüssel und verrühre das Ganze mit einem Holzstäbchen. Die Masse ist recht pastös und deshalb gebe ich noch etwas Wasser hinzu, damit sie anschließend gebrauchsfertig ist. Heute nehme ich mal nicht den Pinsel, um die Masse auf die Leinwand zu geben, sondern ich habe mich für eine etwas breitere Walze entschieden und rolle damit die Masse sozusagen auf meine Leinwand. Hintergrund ist, dass ich eine Textur haben möchte. Zum einen erreiche ich das dadurch, dass ich diese Glitzerpartikel eingestreut habe und zum anderen erreiche ich das, die Walze hat ja rechts und links einen natürlichen Rand und so kommen auch Linien auf meine Leinwand und das ist genau der Effekt, den ich haben möchte. Bevor ich dann das erste Mal mein Rakelwerkzeug benutze, muss ich allerdings erst einmal die Masse trocken föhnen, sonst habe ich ein nicht so schönes Gemisch auf meiner Leinwand und das möchte ich nicht. Und ihr werdet sehen, beim Trocknen wird die leicht weiße Masse an einigen Stellen transparent. Da die getrocknete Leinwand momentan recht pastellig aussieht, habe ich mich für die erste Farbschicht für eine dunkle Farbe entschieden. Es sieht aus wie schwarz, aber es ist tatsächlich das Payne's Grey. Bei dieser ersten Farbschicht auf der Leinwand kann man sehr gut sehen, was passiert, wenn eine Struktur auf der Leinwand vorhanden ist. Die Farbe bleibt zunächst nur an den Erhebungen hängen. Das sind die kleinen Glitzerpartikel, die sich in der Paste befunden haben. Und weil mir der Farbauftrag insgesamt zu dünn ist, trage ich dann zum einen nochmal mehr Farbe auf mein Rakelwerkzeug auf und zum anderen gehe ich tatsächlich mehrfach über ein und die gleiche Stelle, damit auch wirklich Farbe auf die Leinwand aufgetragen wird. Bei vielen meiner anderen Rakelbilder verfolge ich ja oft das Konzept, möglichst kontrastreiche Farbschichten zu verwenden. Hier bleibe ich jedoch erstmal bei den dunklen Tönen und kombiniere zu dem Payne's Grey jetzt das Graphit. Das Graphit ist allerdings eine Metallic-Farbe und als solche eher transluzent, sodass ich das ganz vorsichtig auf mein Rakelwerkzeug aufbringe und dann direkt auf die noch nasse Payne's Grey Farbe rakel. Dadurch ergeben sich dann schöne Farbschichten und ihr könnt sehen, dass der zweite Farbauftrag schon viel dichter ist als der erste. Mit der dritten Farbschicht kommt endlich etwas Leben ins Spiel. Ich habe mich für die kontrastreiche und transluzente Farbe Reflex Rosé entschieden und die leuchtet im Gegensatz zu Payne's Grey und zum Graphit natürlich sehr fröhlich und wird sehr stark wahrgenommen. Dadurch, dass das Graphit
ebenfalls noch nicht getrocknet ist, entstehen schon die ersten Schlieren zwischen dem Reflexrosé und dem Graphit und das macht das Bild jetzt natürlich schon wunderbar lebendig. Nichtsdestotrotz drehe ich meine Leinwand und rakel dazu akzentuiert die mittlere Bahn, weil ich hier mit diesem Bild heute etwas Besonderes vorhabe. Bei meinem letzten Video habe ich ja mit einem weiteren Rakelwerkzeug die obersten Farbschichten abgekratzt und habe auch in den Kommentaren gelesen, dass das auf der einen Seite gut ist und auf der anderen Seite hätte ich doch schon eher stoppen können oder auch nicht dieses Werkzeug benutzen können. Und mit diesem Bild hier habe ich genau das vor. Ich werde die obersten Farbschichten nicht zerstören und ich werde bei dem Bild aufhören, wenn ich das Gefühl habe, ja, das stimmt jetzt so, ich weiß, ich könnte weitermachen, aber ich lasse es jetzt genauso, wie es ist. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentare schreibt, zu dieser Entscheidung, die ich ganz bewusst getroffen habe. Bei der 4. Farbschicht habe ich wieder zu einer transluzenten Farbe gegriffen. Diese Farbe kennt ihr auch schon aus meinen Rakelbildern und zwar ist das Ultramarin. Dieses Ultramarin ergibt zusammen mit dem Reflexrosé sehr schöne Farbverläufe und dabei fallen mir dann die beiden Farben Permanent Rot und Permanent Blau-Violett ein. Und so ein bisschen sieht es aus, als hätte ich sie auch auf diesem Rakelbild verwendet. Um das Ultramarin zu unterstützen, verwende ich anschließend noch eine Perlfarbe. In diesem Fall ist das passend zum Ultramarin das Perlblau. Und man kann sehr schön sehen, ganz zu Anfang ist die Schicht noch etwas deckender, etwas in weiß gehalten. Und wenn ich die Bahn entlang rakel, wird es nach hinten immer transluzenter. Die Farbe nutze ich jetzt auch, um Akzente zu setzen, weil dieses Bild soll ja heute schön werden. Nicht, dass die anderen Bilder nicht auch schön sind, aber so vom reinen Empfinden her soll dieses Bild anders werden als die, die ich vorher gerakelt habe. Weil mir der Farbauftrag mit dem Perlblau an dieser Stelle nicht gefällt, gehe ich noch ein zweites Mal über diese Stelle, um sie etwas abzumildern. Farblich habe ich mich bei dieser Schicht an dem orientiert, was von unten aus der Hintergrundbemalung hervorleuchtet. Und damit dort nochmal ein Akzent gesetzt wird, habe ich zu der Metallicfarbe Zinn gegriffen, die sich hervorragend mit dem Perlblau und mit dem Ultramarin verbindet. Und dann rakel ich nochmal mit der Farbe, die jetzt unter meinem Rakelwerkzeug ist, einfach über diese Stellen drüber weg. Wie ihr jetzt in den Detailaufnahmen sehen könnt, habe ich mein Versprechen wahrgemacht. Ich bin anschließend nicht mit einer weiteren Farbe über dieses Bild gegangen, sondern ich habe es dort so stehen lassen, wie ich es in dem Augenblick als schön empfunden habe. Ich mag es, wie es leuchtet. Ich mag, wie die Perlfarbe sich integriert und ich finde, den Farbauftrag in Zinn tut dem ganzen Bild sehr gut. Diese leichten Linien und Striche liegen tatsächlich daran, dass in der untersten Schicht der Glitter eingebaut worden ist und das macht dieses Rakelbild tatsächlich zu einem besonderen Rakelbild.
Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Gib mir gerne ein Like, schreib mir in die Kommentare, wie du dieses Bild findest und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.